Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um einen brandaktuellen Fall in Thailand. Das Opfer ist ein deutscher Geschäftsmann, der schon seit vielen Jahren in Thailand lebt. Zuerst wurde dieser Fall als Vermisstenfall geführt, aber man konnte ganz klar davon ausgehen, dass der vermisste Hans-Peter Mack, 62 Jahre alt, nicht mehr lebend aufgefunden werden würde. Am 4. Juli 2023 verschwand Hans-Peter Mack plötzlich spurlos. Dass er verschwunden ist, wurde ja auch bereits vor einigen Tagen schon in den deutschen Medien gemeldet. Da ich mir sicher war, dass der Fall sich relativ schnell klären lässt, habe ich einmal abgewartet. Warum wusste ich, dass der Fall sehr schnell geklärt werden würde? Das ist ein Gefühl, wenn man hier länger in Thailand lebt und solche Dinge passieren. Und dazu die Person, um die es geht, in der deutschen Community gut vernetzt ist, dann noch Geschäftsmann ist und final auch noch sehr vermögend ist. Also, was ist passiert? Am 4. Juli 2023 verließ Hans-Peter Mack sein Haus in Swiss Paradise Housing Estate in Pattaya. Dabei handelt es sich um eine Wohnsiedlung mit etwa 50 Häusern am Ortsrand von Pattaya. Ich denke mir mal, Pattaya dürfte so ziemlich jedem bekannt sein. Hans-Peter Mack war dort als Immobilienmakler tätig und wollte anscheinend an diesem 4. Juli ein lukratives Geschäft einfädeln und traf sich aufgrund dessen mit einer Frau. So zeigen es auf jeden Fall die letzten Bilder, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden, welche ihr hier auch gerade seht. Danach fuhren beide in getrennten Autos davon, wobei das Auto von Hans-Peter Mack, ein silbergraues Mercedes Coupé E350, dem Chevrolet Captiva der Frau folgte. Diese letzte Sichtung des Fahrzeugs war um 12:41 Uhr in der Nähe der Shirebrook Soi 3 Road im Bezirk Bang Lamong in der Provinz Chonburi. Dieses Treffen mit der Frau hat nach Auswertung der Sicherheitskameras in etwa 30 Minuten gedauert. Pat, die Frau von Hans-Peter Mack, gab an, dass sie mit ihrem Mann für den 4. Juli um 13 Uhr einen Termin für eine Grundstücksbesichtigung in Pattaya vereinbart hatte. Ihr Mann sagte jedoch, dass er sich vor der vereinbarten Zeit mit einem wichtigen Kunden treffen würde. Als es 14 Uhr war, versuchte sie ihren Mann zu erreichen, konnte ihn aber nicht erreichen. Mal schien sein Telefon eingeschaltet und mal schien es ausgeschaltet zu sein, bevor er ihr eine Nachricht schickte, in der es hieß: „Bin bei einem Kunden, rufe zurück." Pat sagte, ihr Mann habe ihr nie Nachrichten dieser Art geschickt. Auch andere Personen, die ihn an diesem Tag versucht haben zu erreichen, sagten, dass manchmal das Telefon ein- und manchmal ausgeschaltet war. Gegen 22 Uhr kam dann eine weitere Nachricht. „Heute bin ich bei einem Kunden. Es ist eine sehr wichtige Person. Ich muss den Kunden dazu bringen, den Vertrag zu unterschreiben." Die letzte Nachricht, die seine Frau erhielt, war: „Ich muss beim Kunden sein und mit dem Kunden zu Abend essen." Und seitdem gab es dann keine neuen Nachrichten mehr von Hans-Peter Mack. Am Folgetag, dem 5. Juli, meldete seine Frau dann ihren Mann bei der Polizei als vermisst. Sie nahm an, dass ihr Mann entführt wurde, weil er noch nie einen Termin verpasst hat und immer pünktlich war. Er erschien normalerweise immer vor der vereinbarten Zeit. Wenn es trotzdem ein Problem gab, einen Termin einzuhalten, rief ihr Mann normalerweise an, um sie zu informieren, denn er wollte seine Familie nie beunruhigen. Das Auto von Hans-Peter Mack wurde dann am 9. Juli auf dem Parkplatz eines Wohnblocks in der Gegend gefunden, in der er zuletzt gesehen wurde. Im Fahrzeug befanden sich lediglich ein Dokument in einem grünen Umschlag und ein paar Sandalen. Allerdings entdeckten die Beamten im Wageninneren auch mehrere seltsame Spuren von Toilettenreinigern oder Kühlflüssigkeit, was die Beamten zu der Annahme veranlasste, dass jemand versucht hatte, seine Fingerabdrücke und Beweise aus dem Auto zu entfernen. Es wurden dann Personen in der Gegend befragt, ob sie etwas zum Abstellen des Fahrzeuges berichten können.
Eine thailändische Verkäuferin, die in der Gegend Lebensmittel verkauft, berichtete den Beamten, dass sie das Auto 3 Tage vor der Entdeckung dort parken sah. Sie erinnerte sich, dass 2 Frauen aus dem Wagen ausgestiegen sind. Sie konnte sich jedoch nur an das Aussehen der einen Frau erinnern, die sie als braunhäutig und etwa 1,55 Meter groß beschrieb. Nach Angabe der Verkäuferin verschwanden die beiden Frauen schnell vom Ort, wo sie den Wagen abgestellt hatten. Sie habe nicht gesehen, wohin sie gegangen sind. Auch ein anderer männlicher Verkäufer machte ähnliche Angaben. Als nächstes hieß es dann, die Polizeibeamten haben 2 Ausländer zur Vernehmung vorgeladen. Die beiden wurden von ihren Anwälten begleitet und machten keine nützlichen Angaben. Der TV-Channel 7 fügte hinzu, dass eine weitere Frau, deren Nationalität nicht genannt wurde, ebenso befragt wurde, aber auch sie verweigerte die Auskunft. Am selben Tag verstreckten die Beamten einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung einer verdächtigen Person in Chonburi. Es wurden jedoch keine belastenden Beweismaterialien gefunden. Weitere Ermittlungen ergaben dann Unregelmäßigkeiten bei den Finanztransaktionen, wobei auf den Konten der Verdächtigen jeweils 2 Millionen Baht auftauchten. Es ist jedoch unklar, ob diese Transaktionen mit dem Fall in Verbindung stehen oder nicht. Aber wenden wir uns mal der Person des Opfers zu. Wer ist Hans-Peter Mack? Er war unter anderem Vorstandschef der Media AG. Mit Meldung vom 9. Oktober 2001 aus dem Manager-Magazin wurde er dort entmachtet. Dort wurde wohl an die Aktionäre ein Gewinn der Firma kommuniziert, aber tatsächlich gab es dann einen großen Verlust. Unter anderem fiel in diesem Bericht auch das Wort Insiderhandel. Dort wurde auch darüber geschrieben, dass man wohl die Aktionäre zu täuschen. Wer dazu weiteres lesen möchte, ich habe diesen Artikel einmal in der Beschreibung hinterlegt. Ob und in welcher Form Hans-Peter Mack damit zu tun hatte, kann ich nicht eruieren. Er wurde damals auf jeden Fall in der Firma zurückgestuft und verließ final 2002 das Unternehmen komplett. Und dann gibt es noch ein dunkles Kapitel von Hans-Peter Mack und seinem Leben in Thailand. Und zwar aus dem Jahr 2018. Dort heißt es in einem Artikel, den ich euch auch hinterlegt habe, der allerdings in Englisch ist: Eine 41-jährige Frau wurde am Sonntag verhaftet, weil sie in der Provinz Chonburi Mädchen unter 18 Jahren für die Prostitution an ausländische Kunden vermittelt haben soll. Amonrad Katoi wurde zusammen mit dem deutschen Staatsangehörigen Hans-Peter Walter Mack, 56 Jahre alt, festgenommen, der angeblich ein Kunde in einem Haus in Tambong Nong Pru, Bezirk Banglamung war. Die Polizei, die das Haus überwachte, nachdem sie eine Anzeige wegen Prostitution von minderjährigen Mädchen erhalten hatte, sagte, dass sie Amonrad auf einem Motorrad zusammen mit einem Teenager-Mädchen gesehen habe. Der deutsche Mann folgte ihnen auf einem anderen Motorrad zu dem Haus. Die Polizei sagte, sie habe Amonrad und ein Mädchen im Haus gesehen, und ein Deutscher ohne Hemd sei später aus einem Schlafzimmer gekommen. Als sich die Bewohner des Hauses weigerten, die Tür zu öffnen, brach die Polizei ein und fand im Schlafzimmer ein 15-jähriges Mädchen, das nur mit einem Handtuch bekleidet war. Das Mädchen erzählte der Polizei, dass der Mann eine sexuelle Dienstleistung von ihr gekauft hatte und dass Amonrad sie dorthin gebracht hatte, um die Dienstleistung auszuführen. Amonrad und Mack während des Menschenhandels und der Beschaffung bzw. Kauf einer sexuellen Dienstleistung durch ein minderjähriges Mädchen beschuldigt. Am 10. Juli 2023 gab es dann folgende Meldung zu dem Fall. Die Polizei stellte fest, dass auf dem Bankkonto von Herrn Mack eine anormale Geldtransaktion stattfand, bei der mehr als 2 Millionen Baht von seinem Konto überwiesen wurden. 100.000 bis 150.000 Baht pro Zeiteinheit, also pro Überweisung. Ein Teil davon wurde auf das Konto eines gewissen Olaf überwiesen. Laut einer Hintergrundüberprüfung war Olaf in der Outlaw Gang, die hauptsächlich aus deutschen Mitgliedern besteht, die gerne in Pattaya Motorrad fahren. Er hat kein Geschäft als Einkommensquelle und es wurde festgestellt, dass das Konto, von dem das Geld empfangen wurde,
in Phnom Penh, Kambodscha registriert ist. Und dort wurde auch das Telefonsignal von Hans-Peter Mack registriert. Und unter den 3 befragten deutschen Personen befand sich auch dieser Olaf. Die Befragung hat auf dem Polizeirevier von Nong Preux in der Provinz Chonburi stattgefunden. Aber wie schon gesagt, haben sie keine Aussagen gemacht. Und Olaf bestritt, von der Überweisung des Geldes auf sein Konto gewusst zu haben. Die Durchsuchung und die anschließende Entdeckung waren das Ergebnis der Prüfung von Hinweisen und Überwachungsvideos durch die Polizei. Also die Entdeckung der Leiche, zu der wir gleich nochmal kommen werden. Das Videobeweismaterial zeigte, wie die Gefriertruhe, in der Hans-Peter Mack später gefunden wurde, von Personen, die offenbar Ausländer waren, in einem schwarzen Pickup transportiert wurden, berichtete die Pattaya News. Und dazu seht ihr auch ein Bild eingeblendet, dein Pickup und hinten drauf dann dieser Gefrierschrank. Und dieser Gefrierschrank wurde dann in ein Haus transportiert und dort wohl erst einmal abgestellt. Nachbarn sagten, dass auf diesem Grundstück, auf dem sich das Haus befand, sich bis zum Morgen des 10. Juli Personen befunden haben. Ein Nachbar, der 35-jährige Rewat Rodrushen, sagte, dass sich unter den Personen auf dem Grundstück auch ein deutscher Freund von Hans-Peter Mack befand, der nur als Olaf identifiziert wurde. Olaf habe seit etwa 3 Monaten in dem Haus gelebt, sagte Rewat. Und Olaf lebte dort mit einer behinderten deutschen Frau zusammen, deren Name Rewat nicht bekannt war. Die beiden standen einer anderen Deutschen nahe, die nur als Petra bekannt ist und von der die thailändische Polizei sagt, sie sei ebenfalls eine von den verdächtigen Personen. Rewat sagte, dass Olaf und die behinderte Frau das Anwesen gestern am frühen Morgen verlassen haben, also am 10. Juli, nachdem sie am Vorabend von der Polizei in Nong Preux befragt worden waren. Dann wird da noch einmal auf die Befragung eingegangen von Olaf und der hatte der Polizei lediglich nur mitgeteilt, dass er mit einem Anwalt sprechen wollte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass auch thailändische Staatsbürger an dem Verschwinden von Hans-Peter Mack beteiligt waren. Und seine sterblichen Überreste wurden eben am Montagabend, sprich gestern, in einem Gefrierschrank in dem Haus in Pattaya entdeckt, das angeblich von einem deutschen Freund von Hans-Peter Mack, laut den Pattaya News, gemietet worden war. Und das war eben Olaf. Beamte in Bangdamon bestätigten, dass die zerstückelten Leichenteile in Müllsäcke gesteckt wurden und dann in die Gefriertruhe gestopft wurden. Und diese gehören definitiv zu Peter Mack. Aber was ist das genaue Motiv dieser Tat? Genaueres ist dort nicht bekannt. Ich vermute mal, dass es Unstimmigkeiten wegen eines Geschäfts gab und deswegen Hans-Peter Mack sterben musste. Wie intensiv jetzt die Bekanntschaft zwischen Hans-Peter Mack, Olaf und den vermutlich anderen beteiligten Personen war, ist noch nicht bekannt. Hier wird zwar immer von einem Freund gesprochen, aber das muss aber nicht das bedeuten, was man in Deutschland unter Freund versteht. Hier wird das auch gerne als Bezeichnung genutzt für irgendeinen Bekannten. Ich werde auf jeden Fall an dem Fall dranbleiben und euch dann wieder mit einem Video informieren, wenn es neue Informationen in dem Fall gibt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!